Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Hilti SF6 A22 an. Ich freue mich endlich, Hilti testen zu können. Naja, ich werde nicht so viel von Hilti jetzt testen in naher Zukunft, aber jetzt habe ich den SF6 und ja, wie ihr sehen könnt, ist es schon ein gut gebrauchtes Gerät. Links-Rechts-Verstellung geht gut. Ich glaube, Baufutter war mal schwarz, aber ich bin mir nicht sicher. Also auf der Seite steht, also es gibt ein Bild, wo das Baufutter schwarz ist. Da habt ihr die Kupplung, diese elektronische Kupplung. Erster, zweiter Gang funktioniert sehr gut, finde ich. Verarbeitung ist gut. Ist wirklich ja sehr stabil gebaut, fühlt sich wertig an, er ist sehr schwer in der Hand, was auch ein Nachteil sein kann, aber es normalerweise zeugt von Qualität, muss aber nichts heißen, natürlich. Aber wahrscheinlich nehmen wir mal an, dass die ganz gute Qualität verbauen. Und ja, liegt gut in der Hand. Die LED ist das, was mich ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen. Ich habe gemeint, mit Doppel-LED, das wird zwar sehr gut, also es ist zwar komplett schattenlos ausgeleuchtet, das stimmt, das was ich auch sagen, aber schaut euch mal die Werte an, das ist nicht so hell, wie es mir eigentlich vorstellt, besonders wenn man den von weiter weg verwendet. Na, ich bin nicht so begeistert von der LED, muss ich sagen. Er ist definitiv nicht der kompakteste Akkuschrauber. Ich habe einen kompakter mir vorgestellt, aber wo ich dann auf der Hilti Homepage war, habe gesehen 20 cm, das stimmt auch. Seht, vielleicht sogar ein bisschen länger, wenn man da unten die Kante dann nimmt. Aber ja. So, kommen wir kurz zum Gewicht. 1,13 Kilo, der 3er 5,74, mit dem 8er 2,2 und das Solo-Gerät 1,64. Ohne Griff, mit Griff wird es eher um die 1,9, 1,95, 2 Kilo. Und Drehungszahl sind wirklich top, also passt wirklich genau wie angegeben. Ja. Unglaublich gut einfach, dass es so genau ist. So, da habe ich leider nicht aufgenommen, wie ihr sehen könnt, da oben das ganz linke Loch, das habe ich probiert im zweiten Gang. 68er ist vielleicht 5 mm eingegangen und 57 mm, grobe 5 cm hat das eingeschafft. Leider finde ich das Video nicht, die Aufzeichnung, aber ja, er hat es aber trotzdem nicht geschafft.
Kommen wir nun zum Gewicht in Gramm. Leider habe ich keinen Griff gehabt, deswegen habe ich den Hilti da bei 1,6 Kilo. Ich glaube mit Griff ist der eher bei 1,9, also auf Makita 4.6 Parkside Flex DD2, der neue, der ganz starke Niveau. Und ja, Gewicht her ist er definitiv sehr schwer, sehr robust gebaut. Schönes Gerät einfach in der Hand, aber bin einfach kein Fan vom Gewicht. Da habe ich lieber den Milwaukee in der Hand oder sowas. Der Milwaukee ist definitiv lauter. Ich finde ihn von der Lautstärke her in Ordnung. Er ist nicht so unangenehm in den Ohren. Ihr habt es gesehen. Jetzt kann ich mit dem Handy auch die Frequenz messen, was am höchsten ist, was am lautesten gehört wird, und schauen, wie der Frequenzverlauf ist. Er geht sehr hoch, was unangenehm sein kann, kann aber sehr angenehm sein. Ich finde zum Beispiel TPCD ist sehr unangenehm und ist sehr tief. Obwohl man sich eigentlich denkt, dass die hohen Töne unangenehm sind, muss ich sagen, sind die Tiefen bei guter Lautstärke schon auch sehr unangenehm. Und ja, ich finde von der Lautstärke her ganz gut. Wo ich den Hilti auch sehr gut finde, ist das Drehmoment. Er ist definitiv schwächer als der Milwaukee, er ist definitiv schwächer als der Flex. Auf gar keinen Fall ein schlechter Akkuschrauber. Mit 50 Newtonmetern und der hohen Umdrehungszahl ist es wirklich ein Arbeitstier, wie man schon sagt, obwohl der Flex nochmal ein größeres Arbeitstier ist. Und ich finde einfach, der ist wirklich, ja, definitiv Spitzenniveau. Man kann sich nichts anderes erwarten von Hilti. Hilti hat auch stärkere Modelle, wenn man es im Moment anschaut, den SF8 oder den SF10, die beide nochmal eine ganze Schippe drauflegen und deutlich nochmal stärker sind, aber auch weniger Umdrehungszahl, eine niedrigere Umdrehungszahl haben. Aber Drehmoment ist wirklich ganz gut. Mehr braucht man ehrlich gesagt nicht. Das sieht man vor allem jetzt da beim Schlangenbohrer-Test. Er ist, wie schon gesagt, auf dem Niveau wie alle anderen, wie der Metabo BS 18 LTX, bürstenlos, wie der Makita 4.6, wie der Milwaukee. Das sind alle wirklich, also natürlich gibt es Unterschiede, definitiv, aber im Prinzip merkt es niemand. Also wer wirklich, also natürlich merkt man es. Es ist auch messbar, ihr seht, dass es messbar ist, sonst würden die Ergebnisse anders ausschauen. Aber wir reden jetzt von der Praxis her, die Unterschiede. Also man merkt es, wenn man sie nebeneinander verwendet, aber es sind wirklich die stärksten, die man kaufen kann, generell von solchen Marken. Da ist nur der Entscheidungsgrund, welchen Hersteller habe ich schon, welches System habe ich oder welches möchte ich einsteigen. Und ja, das ist der eigentliche Entscheidungsgrund. Sonst sind wirklich alle Akkuschrauber top, aber Flex ist nochmal wirklich mit Abstand nochmal deutlich besser wegen der hohen Umdrehungszahl und dem hohen Drehmoment. Also Flex ist wirklich brutal. Aber Hilti ist auch schon ganz gut. So, Hilti ist eine komische Geschichte mit der Garantie und mit allem. Also generell, was heißt komisch, es ist halt anders. Generell kostet der 210 netto, wenn man ihn kaufen will als Firma. Die meisten werden, glaube ich, gemietet oder wie man es halt nennt, geleast, wie man es halt nennen will. Das heißt, die zahlen einen monatlichen Betrag und das Gerät wird serviciert und die ganzen Sachen. Dann am Ende gibt man es Druck. Das ist für Hilti sehr profitabel. Ich würde aber definitiv sagen, als Privatperson, natürlich können wir sich kaufen, wenn man jemanden kennt, der eine Firma hat, der Unternehmen hat, selbstständig ist, dann kann man das definitiv kaufen. Aber ja, 210 netto, 250 brutto, ist definitiv ein unglaublich gutes Gerät und definitiv sehr schön verarbeitet und wirklich sicher sehr haltbar. Ob sich natürlich das lohnt für jemanden, der jetzt zu kaufen, den Hilti-Bohrschrauber gerne ins System einzusteigen, weil eben es gibt keine Gartengeräte, es gibt keine, ja, es ist eingeschränkt auf den Baustellen, auf den Baustellenmarkt. Und deswegen trotzdem heißt es nicht, dass ich da einfach ohne was sage. Das ist definitiv, ich finde, für mich gibt es da, es sind zu viele, wie soll ich sagen, Hürden, bis man zu dem Gerät kommt. Und das System ist zwar gut, sehr, sehr gut, aber zu eingeschränkt für die Privatperson. Ich finde, da steigt man lieber in ein anderes System ein. Ich gebe jetzt keinen Namen, es könnt selber entscheiden, ob ihr jetzt im Hobbybereich einsteigt oder im Profibereich. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie es mit den Finanzen ausschaut, wirklich, wie es mit dem Bedarf ausschaut, wird es wirklich auch benötigt, ein Profi-Werkzeug, und plant man das länger zu verwenden und ganz viele andere Faktoren. Aber
zum Hilti gesagt, unglaubliches Gerät. Ein unglaubliches Gerät, nochmal zum Hilti zusammengefasst, aber trotzdem muss man sagen, Milwaukee und Flex, Haltbarkeit sprich jetzt nicht an, kann ich nicht ansprechen, kann auch wirklich keiner sagen. Da müssen Studien erstellt werden, das kann ich einfach sagen, es ist haltbar, es ist nicht haltbar, das sind Einzelfälle. Wenn jetzt bei mir was kaputt geht, kann ich sagen, dass das jetzt eine schlechte Marke ist oder ein schlechtes Werkzeug, ein schlechtes Produkt. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Im Prinzip braucht man wirklich eine große Studie, um zu sagen, was haltbarer ist, was nicht. Hilti wird halt verwendet, weil sie so gute Deals haben, wahrscheinlich für die Unternehmen, und auch eine gute Qualität, definitiv kann man nicht Nein sagen, aber ob es jetzt wirklich das Beste ist, kann ich nicht sagen und will ja nicht sagen, aber es ist ein sehr schönes Gerät. Der Hilti ist natürlich unten nicht verlinkt, weil soll ich ihn verlinken, aber definitiv, die anderen sind verlinkt, wenn es euch für einen anderen interessiert. Ich habe zum jeden Akkuschrauber Einzelvideo gemacht, könnt ihr gerne reinschauen und den Test begutachten und schauen und selber entscheiden. Sind alle unten verlinkt. Ich bedanke mich fürs Schauen. Danke für jeden, der Kommentar abgibt, Abo da lässt, Kommentar, Like. Danke fürs Schauen. Servus, bis zum nächsten Video. Ciao.